Patty Melt macht man selber. Das ist die Basic-Variante von einem Burger mit Sandwichbrot und ganz klassischen Zutaten. Schau dir das wieder an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute ein Patty Melt. Das ist so eigentlich, sag mal, fast der Ursprung eines Burgers. Wir nutzen dafür so leckere Sandwichscheiben hier. Das ist ein Brioche-Toast. Und ja, das ist eine Quick and Dirty Nummer, sag ich mal. Also relativ flugs gemacht, relativ einfach gemacht, ohne viel Shishi. Ist auch mal ganz geil hier draußen aus dem Pizzaofen gemacht. Einfach nur, damit wir zeigen können, dass man auch mehr machen kann im Pizzaofen als nur Pizza. Ja, ein richtig gutes, schnelles Fastfood Richtig. zu Hause, wenn wir mal an einem Samstagabend einen schönen Fernsehabend machen. Richtig. Kannst natürlich genau drin am Herd machen oder auf dem Grill, ist egal wo. Grundprinzip ist immer gleich, du brauchst Hitze, damit der Geschmack dran bekommst. So, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zutaten. Auf jeden. Ja, da haben wir hinten einmal unser Brioche-Toastbrot, sage ich mal, dann einen guten Cheddar, Senf, Mayo, hier ist Butterschmalz, dann ein bisschen Zucker, eine Zwiebel, Salz und Pfeffer und 2x200 Gramm Burgerhackfleisch. Was ist der Unterschied am Burgerhackfleisch? Burgerhackfleisch hat immer eine höhere Anteil von Fett, nämlich über 20% oder genau 20%. Damit es nicht drüscht. Richtig, damit es noch schmeckt. Wir werden die gleich in unserer Pfanne ein bisschen zusammendrücken, deswegen sind das schon Kugeln. Einfach um ein bisschen mehr Kruste zu kriegen. Aber bevor wir jetzt die Burger machen, machen wir erstmal unsere Zwiebeln. Jo. Dafür, der Pizzaofen heizt schon vor. Wie gesagt, zu Hause hast du keinen Pizzaofen, kauf dir einen. Nee, Quatsch. Dann heißt es, machst du zu Hause in der Pfanne. Wir haben jetzt hier eine schöne gusseiserne Pfanne. Die ist schön massiv. Und die wird jetzt erstmal vorgeheizt. So, in der Zeit, wo jetzt unsere Pfanne warm wird, holen wir unsere Zwiebel. Und dann schneiden wir die in relativ gleichmäßige Ringe. Ja, sag wir ich mal, hobeln heute sogar. Wir hobeln heute. Ja. Einfach nur einen Hobel, den habe ich jetzt eingestellt auf knapp 4 mm, das müsste reichen. Also nicht gerade so dünn. Und dann runterhobeln. Ungefähr so, das ist perfekt. Jawohl. Ja. Und ohne die Fingerchen. Ich glaube, heute ist das Schwierigste. Das ist aber auch verdammt warm. Weißt du, Ja. draußen ist die Bulle warm, hier ist es warm. Also. So, wunderbar. Die kann man jetzt schon mal zur Seite tun. Einfach mal die Ringe auflösen. Ah, perfekt. Ringe auflösen. Ja, damit sie so Wow. aussehen. Ja, weißt du, Das hört sich an wie ein Chemieprojekt. geht ja nur um, dass alles gleich dick ist, damit es gleich schön, wie heißt es, gleichmäßig gar wird. Ja, egal ob du die Zwiebeln roh isst oder ob du sie karamellisierst, es macht wirklich immer einen Unterschied, Ja. ob du dickere Zwiebelringe hast oder dünnere. Also Richtig. die dünnen schmecken wirklich immer besser. Ja, das ist eine Sache auch vom Mundgefühl, sage ich immer. Ja, Ne? da muss ich dir dann wirklich auch zustimmen. Auch Oh. wenn wir da nicht immer gleicher Das ist Meinung aber sind. selten. So, wir warten mal auf eine Pfanne und dann geht gleich weiter. Jawohl. So. Pfanne ist schwer Und heiß. und alles geht relativ schnell. So, jetzt hauen wir hier unser Butterschmalz rein. Wenn es denn rauskommt. Ein Wunder, dass das noch nicht geschmolzen ist. Richtig bei der Temperatur hier. So, wie kalt unser Kühlschrank ist. So, Es wehrt sich. wehrt sich. So. Jetzt geht aber schnell. Die Pfanne ist heiß. So. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja. So, kann schon mal ein bisschen warm werden jetzt hier. Und dann will ich gar nicht so lange warten. Weil jetzt gleich kommt die ganze Sache wieder in den Pizzaofen. So. Jetzt kommen noch unsere Zwiebeln rein. Und die Pfanne war jetzt keine 3 Minuten hinten drin, ne? Ja, es ist ein Monster. Echt hart. So. Jetzt müssen wir noch aufpassen. Und die gleich jetzt schwarz werden im Pizzaofen. Ich mache hier ein Handtuch, einfacher. Und wieder hier rein.
So, schauen wir mal nach. Ja. Das geht relativ schnell. Immer wieder umrühren. Ah, der Duft von Zwiebeln, das liebe ich ja, ne? Total. Ah. So, jetzt tun wir die ganze Sache schon ein bisschen unterstützen. Und machen da schon ein bisschen Salz dran. Einmal kurz hinterher mischen, Wieso kommt da jetzt Salz dran? damit die schon ein bisschen Wasser verlieren. Dann werden die ein bisschen weicher. Okay. Und das Schöne ist wirklich, statt Guss hier, du kannst kochen ohne Herd. Einmal frei. So, die kommen schon. Schön. Weißt du, wir machen schon Zucker mit dran, da geht so schnell. Und der Zucker muss, ne? Das muss. Den weglassen ist Ja. wirklich vom Geschmack her ein Nee, Riesenunterschied. das ist ganz andere Nummer. Da gibt gerade das Schöne, das Schmelzige nachher. Und das Süße. Weil die Zwiebeln ja auch süß werden. Aber guck mal hier, die kriegen schon langsam Farbe. So, wieder in die Mitte. Und nochmal kurz in den Pizzaofen. Ich hab Hunger. Geht doch schnell. Sieht man mal, wie die Flamme da drin rollt. The Rolling Flame. Rolling Flame. So, jetzt kann man die schon rausholen, glaube ich. Zumindest mal umrühren. Ah, die kommen schon. Guck mal hier. Die müssen auch nicht so ganz dunkelbraun werden, nein. ne? Geht nur darum, so ein bisschen Geschmack da rauszukitzeln und auch diese Süße von der Zwiebel rauszuholen. Den Pizzaofen habe ich jetzt auf kleinster Stufe. Das sind ungefähr 300 Grad. Aber da wir nur mit Oberhitze arbeiten und die Pfanne relativ viel Masse hat, geht das eigentlich schön. Wunderbar. Aber auf so ein Patty Melt hattest du schon die ganze Zeit Lust, ne? Ja. Wir waren nämlich vor 2 oder 3 Wochen mit Freunden in Köln in einem amerikanischen Lokal. Ja. Und da warst du schon drauf und dran, dir so ein Ding zu bestellen. Klar, wie du das nicht bestellt hast, oh, wir machen das bald zu Hause. Ja. Ich mache ein bisschen mehr Hitze drauf. Einfach kannst du so beschleunigen. Jetzt musst du nur aufpassen, weil jetzt geht der rapide hoch. Und wie gesagt, machst du das zu Hause am Küchenherd, weil es einfach Pfanne und dann einfach schön 3/4 Energie, schön die Zwiebeln glatt schmelzen. Und hier haben wir unser Brioche-Brot. Ja, Das ist der Geheimtipp. Oh ja. Hol kein Toastbrot Nein. oder normales Weißbrot. Hol, wenn möglich, oder backe im besten Falle, ein Also- Brioche. Durch diese Süße passt das perfekt nachher. Oh ja. Hast du kein Brioche-Brot, willst du mal gute Burgerbrötchen backen, dann tue ich dir mal gerne hier oben unser allererstes YouTube-Video verlinken. Das ist schon einige Jahre alt. Da haben wir die weltbesten Burgerbrötchen gebacken. Ja, die sind super. Die machen wir auch noch mal bald. Oh ja. Oh, das passt schon. Ah, guck mal hier. Herrlich. So will ich die haben. Natürlich kannst du die noch gern dunkler machen, aber wir wollen die so haben, weil die wirklich vom Geschmack her toll sind. Genau, die sind jetzt schön weich, die sind Ja. schön ankaramellisiert. Das reicht. Das schon. reicht für das Patty Melt vollkommen aus. Oh ja. Tue ich die mal raus hier. Ah, schön herrlich. Ich muss gleich jetzt alle rausbekommen, damit gleich keine Reste drin sind, sonst wird dann nämlich schwarz. Ja, dann hast du ein bisschen Rauchflavor. Nee, bitte nicht. Weil das wird dann auch bitter. Das stimmt. Dann machst du den ganzen Geschmack von so was Leckerem nicht kaputt. So, das mache ich mal gerade schön. Upsa. Der Rest ist Bonus. Das reicht uns jetzt wirklich. So, jetzt ist ganz wichtig, dass die Pfanne gut Hitze bekommt. Deswegen habe ich das schon hochgestellt. Weil wir werden ja gleich unsere Burger ein bisschen pressen. Das heißt, Pfanne hier rein. Dann kann die ruhig ein bisschen Energie bekommen. Aber gleich, deswegen haben wir die auch schon zu Kugeln gemacht, die Hackfleisch-Patties. Wie heißt das? Die wollen wir gleich schön pressen. Und dadurch brauchst du Hitze, damit die wirklich schön kross und schöne Kruste kriegen. Das Geilste daran. So, unsere Pfanne qualmt. Heißt die nicht. Also keine Panik jetzt, das ist nur das Fett. Jetzt aber relativ schnell, gerade mal hier wegdrehen. Gerade den Bauch verbrennen. So, Oh ja, das wäre ein Skandal. so. Jetzt mache ich noch ein bisschen Platz in der Mitte. Wir
pressen die jetzt. Also da geht es keine Smashburger. Geht einfach nur darum, um ein bisschen mehr Kruste rauszukriegen, ein bisschen mehr Geschmack. Und damit das Brot nachher ein bisschen besser ausgefüllt ist, ne? Richtig. Jetzt habe ich hier 2 Spachteln. Und einfach nur drücken. Kann es so vor sich hin braten. Die Hitze reicht vollkommen. In der Zwischenzeit hole ich schon mal 2 Brotscheiben und lege die kurz in den Pizzaofen. Einfach um die ein bisschen anzurösten. Einfach damit gleich die Soße nicht gerade so, ja heißt es, durchsupscht. Geht relativ flugs. Ja. Guck mal hier, Das waren jetzt 30 Sekunden. maximal. Knaller. Also ein Pizzaofen ist schon was Feines. So, ein bisschen zur Seite legen hier. Oh, die sind perfekt. Wunderbar. Die Seiten holen wir für innen, die anderen für außen. Legen wir jetzt zur Seite. Der Burger kann jetzt schon ein bisschen, weil ich will ein bisschen mehr haben, also weil er relativ dick ist. Guckt dann noch mal kurz hier rein. Gucken wir unten drunter. Warte. Ne, löst sich schon nicht. Also in Ruhe lassen. Richtig. Also, kurz in den Ofen. Ist wie ein Oberhitze grilliert. Du hörst richtig, wie das Fett spritzt. Ja, das hört mal bis hierhin. Ja, krass, ne? Ich weiß nicht, ob ich das drehen kann. Ja, super. So, jetzt probieren, ihn zu drehen. Ja, guck mal hier. Super schöne Farbe. Jetzt kommt darauf Salz und Pfeffer. Und 2 Scheiben Käse. Einmal. Wieso 2 Scheiben? Weil wir können, ne? Richtig. Käse ist immer gut. Oh ja. Den Ofen stelle ich jetzt ganz runter. Jetzt kann der Käse überbacken. So. Du hast eben von der Soße geredet. Richtig. Dieses Original-Patty-Melt, wobei wir ja nie Originalrezepte machen. Nein. Kommt aber, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, nichts. Nein, richtig. Wir mögen aber ein bisschen mehr Geschmack dahinter und nehmen so eine relativ klassische Variante in Form von ein bisschen Senf und ein bisschen Mayo. Genau. Ich sehe du gerade, ich habe ein bisschen draufstreichen. Ich Geh mal bin schnell. wirklich schlecht vorbereitet in letzter Zeit. Das ist soweit. So. Muss ein bisschen schnell sein. Jetzt machen wir auf eine Brötchenhälfte. Ich hole extra die dunklere nach innen. Weil die sind Versiegler. Ein bisschen Senf, weil es die da unten ist. Also wenn das Patty gleich verbrannt ist, ist es meine Schuld. So. Und auf die andere Seite kommt ein bisschen Mayo. Wie gesagt, Hauptteil ist die Zwiebel. Das passt schon so. Wenn du Ketchup draufhauen willst, haust du Ketchup drauf. Richtig. So, ich würde sagen, 100% ist der Burger fertig. Ja, guck mal hier. Guck mal. Wow. Der Cheddar ist auch super schön verlaufen Oh ja. in der kurzen Zeit. So. Noch ein bisschen anrichten. Aber das ist wirklich eine schnelle Sauerei. So. Herrlich. Und das riecht. Wie ein Jetzt- guter Burger halt so riecht. Ne? Richtig. Gerade die Panne ein bisschen weg. Das war zu viel. So. Jetzt hier oben drauf. Ein guter Schlag von unseren Zwiebeln. Oh, guck mal hier. Perfekt. Und dann da drauf unser Deckel. Und so geht unser Patty Melt.
Einfach lecker, einmal gut, herrlich. Ja, ein bisschen Hackfleisch, bisschen Zwiebel und Käse, ein gutes Brot und schon bist du dabei. Guck mal hier, ey. Und es Herrlich. schmeckt um Welten Das besser ist als richtig gut. von irgendeiner Kette. Von der goldenen Möwe brauchen wir nicht. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Rezept für die wenigen Zutaten finden Sie auf unserer Homepage. www.ungas-kitchen.de. Wir sagen bis dann. Viel Spaß beim Nachmachen. Unbedingt ausprobieren. Ich probiere die ganze Sache jetzt. Abend gerettet. Und auch durch, also passend. Super.